Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reid. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Okay, Leute, sehr interessant, was hier passiert. Wir haben letzte Folge unsere Schwester wieder gesehen. Alles leider nicht so, wie wir es gehofft haben. Wir haben sie bekämpft, weil sie ein Vampir ist und versucht hat, uns zu töten. Und wir haben sie erneut zu Grabe getragen. Gut. Die große Jagd, liest einen Brief. Okay. Lady Ashburys Einladung, mein lieber Dr. Reid. Ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie bald, denn ich muss schnellstmöglich mit Ihnen sprechen. Die Lage im West End entwickelt sich äußerst schnell und ich bin überzeugt, dass wir alle in großer Gefahr schweben. Die Wache von Plymouth hat eine große Jagd in London begonnen und seit einigen Nächten suchen und töten ihre Angehörigen aktiv alle erkannt, die sie aufspüren können. Lord Redgrave, der Vorsitzende des Clubs, hat mich vor kurzem kontaktiert. Er will sie umgehend treffen. Sie können nachts jederzeit zu meinem Haus kommen, wenn es ihnen passt. Wir müssen über alle diese Dinge sprechen. Diesem Brief liegt ein offizieller Passierschein bei, mit dem sie jede Straßensperre und jeden Quarantänekontrollpunkt in der Stadt passieren können. In Freundschaft, Lady Ashbury. Okay, also die Lage spitzt sich anscheinend zu. Ich würde allerdings einmal gerne schauen. Ich habe ja gesagt, wir müssten vielleicht mal nach Whitechapel zurückkehren. Und ein paar Leute an Erkältung, Erschöpfung, Neuralgie, Blutarmut, Lungenentzündung. Okay, ich kann leider nicht alles verneinen. Was ist das hier? Blutserum. Okay. Wir haben Bronchitis, wir haben 2 gegen Erkältung. Ich stelle nochmal von jedem 2 Stück her. Damit kann ich nichts herstellen. Von dem Zeug schon ein bisschen was. Weil das könnte wichtig werden. So, wo müssen wir? Wir müssen dorthin. Großjagd. Zu Lady Ashbury sollen wir dorthin. Wir könnten sagen, ich glaube, ich mache das offscreen, dass ich die ganzen Leute hier heile. Oder? Vielleicht nehme ich euch bei 1, 2 mit, Leute, und dann gehen wir zu Lady Ashburys Haus. Mal schauen. Ja, so, was gibt's hier? Irgendwas Neues? Wir könnten zur Apotheke hätten wir auch gehen können. Ja, das ist jetzt ja vorbei dann. Überzeuger, schau schon zurück nach Whitechapel zu gehen. Erstatter Vater bitte Bericht. Das können wir sowieso machen, wenn wir den, glaube ich, heilen, oder? Nee, aber wir können das trotzdem machen. So, aber ich würde sagen, wir entwickeln uns erst einmal, weil wir haben da schon eine ganze Menge RP bekommen. Heilung finde ich sehr, sehr wichtig aktuell. Was ist hier? 300 Heilung. Du gibst mehr Blut, um dich sofort zu heilen und zusätzlich deine Gesundheitsregeneration zu erhöhen. Du tauschst die zusätzlich sofortige Heilung gegen eine bessere Regeneration. Okay, 100 Heilung. Finde ich das eigentlich besser. Es kostet zwar mehr, hat aber eine weniger Abklingzeit. Das kann man dann mehr. Ich finde das hier besser. So. Wir können die Barriere verbessern. Wir können den Sprung verbessern. Was macht das dann jetzt? Du gibst dein Blut in den Händen und deinen Füßen, um dann die Landung zu verstärken. Wenn das Ziel bereits geschockt ist, saugst du es automatisch aus. Ja. 120 Schaden. Damit. 20 Schock. Das könnte ich upgraden, dann hätte ich aber nichts mehr anderes zu upgraden. Was wäre hier geklauen? Die würden weniger kosten und mehr Schaden machen. Das könnte man sagen, ja. Haben wir noch so ein paar
Mini-Zeug, was aber dann nichts mehr nützt. Ich könnte sagen Schattenschleier, was macht das? Könnte ich unsichtbar sein. Reizend, ja. Medizinzeug, das finde ich natürlich interessant, weil die sind sehr, 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 sehr praktisch. So, dann würde ich sagen, let's go. So, was hat sich jetzt so geändert? Wir haben ja schon Hampton verwandelt. Sind doch auch schon ein paar Leute krank geworden. Leute, ich glaube, ich ändere das doch mal. Wir heilen mal so ein paar Leute hier im Krankenhaus. Und dann, oder generell mal so ein bisschen heilen. Ja, auch die Leute wurden hier krank. Stabil. Na, ist auch bedenklich gesunken. Was mit Schnaub? Der ist gesund. Okay. Erschöpfung, 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 Erkältung, Erkältung, okay. Ist alles machbar, Blutarmut ist auch machbar. Mich. Ja, okay. Hier ist kritisch. Also hier müsste ich ganz, ganz drin gucken, sonst verliere ich diesen Bezirk. Was ich irgendwann sowieso tun werde, aber ey. Mein Gott. So. Neuralgie. Ich würde unglaublich gerne irgendwas gegen Neuralgie machen können, aber ich kann es leider noch nicht. Und da weiß ich halt nicht, was passiert. Okay. Und dann würde ich sagen, ich gehe nach Whitechapel, Leute. Beziehungsweise nein, ich werde erstmal hier heilen und ein bisschen was mit Dr. Swansea reden. Weil das könnten wir, glaube ich, auch mal tun. Das wäre, glaube ich, auch sinnvoll. Erst einmal reden mit Dr. Swansea und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Doktor. Jonathan, old chap, how are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. Okay. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. Okay. What about the Brotherhood of St. Paul's Stole? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. Aha. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. Okay. What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Tell me more about the violence. Geoffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Pre-Wen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. They mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. Ja, so etwas. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion. And with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is. Nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Okay. Thank you. Gut, ich würde sagen, mal gucken, ob ich noch mit den anderen Leuten hier reden kann. Wenn ich die heile, ob da auch irgendwelche neuen Informationen rauskommen. Beispielsweise hier, was ist das da? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Ich könnte sie ja aussaugen, stimmt ja, aber erst müsste ich sie heilen. Und ich bräuchte Hinweise. Do you need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reid. Not under my watch, Nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reid. Also hier bräuchte ich noch Hinweise. Noch 2 Stück.
Ich könnte sie jetzt schon aussagen, aber ich will erst alle Hinweise sammeln über sie. Dr. Tippett hat Kopfschmerzen, okay. Und der hat irgendwas mit Blutarmut. Na komm. Good evening. So, hier gibt's nichts. Ach, ich hab nicht gesehen Kopfschmerzen. Ach stimmt ja, scheiße. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Aha. Goodbye. Okay, ich habe hier aber leider noch nichts gegen Dings. Hallo. Was tun? How long must I wait, damn it? Blaming me will not further your agenda, sir. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. Der hat Blutarmut. Komm, ich will den jetzt mal mit dem reden. Hallo? So. Good evening. Good evening, Doc. Nichts Neues. Hier gibt's auch nichts Neues. Is there anything else? Really? Why has no one else asked me that since I... Unfortunately, you are not the only person who needs help. Gut, hier kann ich nichts fragen. Goodbye for now. Gut. Zweiter Gehalt, so. Die hat die Erschöpfung, die haben beide Erschöpfung. Good evening. Ja. Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Aha. Do you require... Do you know you're the only one who's asked me this? Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Goodbye. So, dann noch den hier. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Ja gut, das kann ich nicht sagen. Warte mal. Wenn ich sage das How hier... So pain. Okay. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reid. Ich frage mich, warum wir uns echt am Kummer wissen. Ja, ich bin Psychologe oder sowas, ne? You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Okay, eine Untersuchung. Erst lesen, dann verbrennen. Aha. Do you need any help? I'm afraid I may. You are not a burden, sir. And you have my gratitude for that. I have to... Good evening, sir. So. Warum auch immer ich den Typen nicht kenne, darum kümmere ich mich jetzt aber nicht. So. Ich habe das hier geheilt, ich habe den geheilt. Kann ich ihn? Ne, ihn kann ich ja nicht heilen, weil er Kopfschmerzen hat, ne? Pippa. Wart ihr Tote? Good evening, Milton. Good evening. Gibt's nicht? Ah, doch hier. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here.
This city was sick long before the epidemic, Dr. Reid. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Okay, stimmt schon. Gibt's nichts? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. That's easy for you to say. Good. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier... Weil es gerade Kopfschmerzen, Erkältung, ihn können wir noch heilen. Dann hätten wir eigentlich hier soweit alle Leute, ne? Ich glaube ja. Wo ist... Ach, die machen da wieder irgendwelches Zeug. Noch einmal. Ich könnte... Ich glaube, ich habe die jetzt beide doch eigentlich soweit fertig, oder? Ja, ihn habe ich fertig. Habe ich ihn auch fertig? Ich bin mir nicht sicher. Er ist eigentlich soweit auch fertig, abgesehen von dem Heilungsstatus. Aber ich würde mal sagen, ich gehe jetzt mal nach Whitechapel und dann mal gucken, weil heilen können wir ihn ja auch noch später eigentlich immer noch. Wenn die mal da rauskommen würden. It's locked. Heilen können wir ihn, die beiden ja eigentlich immer noch später. Weil, ja. Weil, ja, keine Ahnung. So, ich gehe jetzt nach Whitechapel, wie gesagt, und dann mal gucken, was hierbei rumkommt. Good evening, Doctor. How are conditions in Whitechapel at the moment? I always thought it was my role to reveal what really happens in these forgotten parts of London. And you're not sure anymore? Emptied coffins, cannibalism, walking dead. I'm trying to report the truth about what's going on, but no one believes it anymore. Irgendwo verständlich. Do you need assistance? That would be not... If... Thank... Good. So. Wir können ja noch mal den Typen hier was sagen. Good evening. Ja, Vater Whittaker ist mir egal. Ich freue mich über Tobias Whittaker, confess why you burned those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Aha. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. Aha. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reid. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Aha. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Aha. Why? I said... You... Ja. Ich wollte sie... Good evening. It's Tell
Tell me the reason why you despise Joseph Larrabee so much, Tobias. A faithless shepherd. I only met him briefly. Do you not believe in punishment? Ja, ich glaube an die Wissenschaft, Gott wird niemals mein Herr sein, wir sind unser eigener Richter. I believe that we are, as men, our own judges, juries, and executioners. Armageddon.